Man kann in das Thermalwasser rein. Und das ist sehr angenehm, das werden wir auch jetzt gleich machen. Hier werden Sandalen, Schuhe etc. alle ausgezogen. Erst dann darf man rein. Hier steht es nochmal, Kaigan Semin. Es ist sehr rutschig. Wir nehmen unsere Sandalen mit. Es ist relativ schmerzhaft. Es geht eigentlich. Oh Gott. Oh. Slippy. Ja, alles gut. Wir sind eben gerade ausgerutscht. Eieiei. Boah. Das war was. So. Ich bin auch eben gerade richtig hingeflogen. Aber ich bin nicht der Einzige. Also hier rutschen sehr viele. Nach mir sind hier 3 Leute auf einmal gestürzt. Und hier ist es auch nochmal. Ja? Deswegen aufpassen. Es ist sehr, sehr rutschig. Sehr, sehr rutschig. Ja? Wir müssen sehr langsam. Oh. Eieiei. Boah, oh Gott. Puh. You look short. But we'll kind of go on here. Also wir müssen hier extrem aufpassen, wirklich. Ich bin auch sehr langsam unterwegs. Also hier bei den glatten Steinen, das ist kein Problem, es ist auch nicht rutschig. Ja? Nur es ist da rutschig, wo auch ein bisschen Wasser vorhanden ist, wo eine kleine Pfütze ist. Wir gehen weiter. So, einen kurzen Wechsel der Batterie durchgeführt. Jetzt machen wir weiter. Ja. Das Wasser ist extrem sauber und sehr, sehr lauwarm. Ja? Also Richtung warm. Legen wir unsere Tasche hier hin. Man kann auch durchaus hier ein bisschen schwimmen, also für die Kinder eher, sehr gut.
Sicherheitshalber nehme ich mal meine Tasche mit, weil es sind hier sehr viele Touristen und man muss trotzdem dann aufpassen, generell. Ja, Wertsachen am besten immer mit sich führen. Wir gehen mal auf die andere Seite, machen da mal Aufnahmen. Wir warten nur mal, bis die eine kleine Gruppe weitergeht. Pardon. Es ist ungefähr so tief, wenn ihr es sehen könnt. Meine Hose ist zur Hälfte nass, aber ist okay. Wir sind in der Türkei, das wird schnell trocknen. Wir bewegen uns sehr langsam und aufpassen, es ist... Die Steine sind auch nicht eben, ja? Also ich kann hier nicht gerade gehen, deswegen extrem aufpassen. Wir nehmen unsere Sandalen und gehen jetzt weiter runter. Ich muss, glaube ich, mehr üben, barfuß zu gehen. Wir warten erstmal, bis die Gruppe geht. Wir gehen mal weiter. Hier sind auch Engel anscheinend, die auf Fotos schießen für die Touristen sozusagen, für diejenigen, die Interesse haben. Hier ist auch ein richtig geiler Spot für Fotos, man sieht das ja. Viele stellen sich hier hin. Das sind die ganzen Kalksteine. Können die mal kurz anfassen. Wirklich extrem atemberaubend, was die Natur zu bieten hat. You mind the water doing the ripple?
Ich merke es, hier ist schon wieder ein bisschen rutschig. Hier muss man extrem aufpassen. Ich will eigentlich runter, aber die wollen aber auch hoch. Wir müssen jetzt mal kurz warten, bis die anderen vorbeigehen. Hier ist auch rutschig und es geht bergab. Oh, da hat jemand seine Uhr verloren. Das geht ganz schnell. Eieiei. Das geht ganz schnell. Hier sind die Steine auch noch so ein bisschen mehr orange, ja, weiß-orange. Hier sieht man noch den Kalk. Ein Step. Diese Struktur ist einfach nur geil. Wir machen jetzt mal ein bisschen schnellere Schritte. Aber glaubt mir, diese Schritte tun weh. Keine Ahnung, wie tief das ist. Ja, es geht. Wir nehmen mal diesen Part. Hier geht es wieder bergab. Hier müssen wir aufpassen. Wait, good one. Es ist einfach sehr schön hier zu sein und generell diesen Ausblick zu genießen. Ich würde es auf jeden Fall mit der Familie hier empfehlen, aber auf jeden Fall aufpassen, immer mit der Hand, wenn ihr Kinder habt. Ja. Wir machen die Kinder einen Stau. Nee, sogar ein Erwachsener ist dabei. Sieht aus wie ein Swimmingpool, ne? Aber das ist von der Natur aus so. Einfach nur atemberaubend. Einfach nur atemberaubend, wirklich. Oh, schaut mal, ich habe ein Herz gefunden.
gehen jetzt weiter runter. Ihr wisst nicht, wie glatt das hier ist, ja? Also da, wo Kalk ist, tatsächlich ist nicht glatt, aber die Struktur ist glatt. Oh. Das hat auch eine sehr, sehr schöne Farbe hier. Dieses ja, rötliche, bräunliche mit dem kalkhaltigen Weiß. Ich versuche hier immer in der Pfütze zu gehen. Hier ist noch ein bisschen Schlamm mit dabei. Tut bestimmt gut. Hier müssen wir aufpassen. Also es sieht vielleicht auf den Bildern klein aus, aber es ist relativ ein langer Pfad. Ja? Weil ihr barfuß hier läuft, ist generell vielleicht geraten für diejenigen, die irgendwie Verletzungen schon haben am Strand mit eventuell offenen Wunden. Hier ist zu vermeiden, hierher zu kommen, beziehungsweise bis die Wunde geheilt ist, weil das wird nur noch schmerzen. Ja. Wir haben gleich Pamukkale komplett überquert. Langsam spürt man keine Schmerzen mehr. Seitdem man hier seit gefühlt eine Stunde umhergeht. Aber wirklich, hier muss man einmal in seinem Leben hierher, um dieses Weltwunder hier zu betrachten.
Einfach nur noch nice. Wir ruhen uns mal ein bisschen aus. Trinken kurz was. So, wir haben uns hier mal jetzt hingesetzt und machen mal eine kurze Pause. Und genießen etwas hier die Gegend. Und ich trinke mal nebenbei was. Ich bin durstig. Hier geht es extrem bergunter. Hier müssen wir auch wirklich aufpassen, aber es scheint zu sein, dass es nicht so rutschig ist. Nee, es ist gar nicht rutschig, zum Glück. Es ist ganz easy zu erreichen, runter zu gehen. Es ist hier gerade eine Steigung von mehr als 50, glaube ich, bergab. Es ist hier wirklich einzigartig. Also, das wird auch jetzt den Füßen richtig gut tun, wenn ich hier rauskomme. Extreme Abhärtung. Aber, wie ich gelesen habe, soll es auch sehr gesund sein. Bei dem Thermalwasser hier die Beine reinzulegen. No, hier aufpassen, hier ist es bestimmt wieder rutschig. Ich wäre jetzt beinahe wieder gefallen. Extrem ausgerutscht. Was für ein wunderschöner Baum hier. So ganz allein. Arkaya pamukları alacaksın. Richtig Survival-Modus hier aktiviert.
Wir gehen nochmal komplett runter, damit die auch sagen können, wir haben komplett Pamukkale, die Kalksteine bereist. Da hört es auch schon auf. Hier drin ist Sand. Extrem weißer Sand. Kalkhaltig. Beinahe wieder ausgerutscht. Schön aufpassen. So, und hier sind wir am Ende. Dort unten geht es wieder zum Ausgang, aber wir gehen von oben. So, jetzt gehen wir mal zurück. Also hier tut es extrem weh. Hier ist es auch extrem steinig. Das Wasser ist auch hier tief. Also ideal für Kinder, die hier schwimmen. Hier müssen wir wieder hoch. Nur zur Info. Tamam, okay.
Ist alles okay. Nichts passiert zum Glück. Aber es ist halt extrem rutschig. Ne? Eieiei, es tut mir leid für den Herrn und den kleinen Jungen. Ich habe aber extra nachgefragt, ob alles okay ist. Ja, das ist jetzt dieser momentige Schock. Das arme Kind, aber gut, hat sich nichts getan zum Glück. So, dann gehen wir mal berghoch. Machen wir mal ein bisschen schnell Tempo. So, wir machen jetzt hier schnelle Tempos nach oben. Geht relativ schnell. So. Sonst sagt man ja immer, bergab geht schnell. Hier geht es auf jeden Fall bergab geht's schnell, aber hier geht es bergab langsamer. Und bergauf geht es hier schnell. So, das wollte ich sagen. Hier ein Paragliding, Leute, 2 Stück. Schön, dass ihr dabei seid und mich begleitet. Hier müssen wir nochmal aufpassen, es ist wieder glatt. Şelale görüntüsü vermek için ilk suya almışlar. So, wir gehen jetzt weiter nach oben. Ja. Hier sind auch deutsche Touristen unterwegs, wie ihr mitgehört habt. Also bergauf geht richtig schnell. Haben wir in ein paar Minuten, glaube ich, geschafft. Hier nur aufpassen.
Wir nehmen mal die Abkürzung. Und hier strikt an die Regeln halten, bitte. Keine Sandalen oder Schuhe oder desgleichen. Ich habe einen hier mit einer Socke gesehen, aber gut. Ich weiß nicht, vielleicht hat er eine Wunde oder desgleichen. Ich weiß es nicht. Aber es ist nicht erlaubt. Ja, weil sonst gefährdet man halt die Struktur generell. Und das will man hier vermeiden. Und man achtet da auch drauf. Wie ihr eventuell feststellen könnt bei meiner Mimik, es tut halt etwas weh. Aber ich halte es aus für euch. Man hört auch den Esan von ganz weit vorne aus der Stadt. Klingt auch sehr beruhigend. Hier tut's weh. Wir sind gleich oben. Und da, wo es überfüllt ist, geht es halt schleppend voran. Özür yavaş. Nasıl oldu? Ben de rabun unuttum. Tamam. Sen düşüyorum hayatım. Tamam.
diese Stelle hier, wo ich auch ausgerutscht bin, es ist Vorsicht geboten, es ist extrem rutschig hier. Oh, die Schmerzen sind gleich vorbei. Wir haben Pamukkale überlebt. Es war wirklich atemberaubend. Also diese Thermalsteine generell, Thermalwasser. Es ist auf jeden Fall wert, hierher zu kommen. Definitiv. Empfehle ich jedem. Wir gehen nur mal kurz hier lang, bevor wir rausgehen aus Pamukkale. Das war natürlich der Bereich, wo für die Menschen zugänglich war. Da vorne, wo ich gleich mit euch noch mal kurz hin will, ist ein Bereich, wo es zu sein sollte. Besichtigen wir noch mal kurz die Monumente. Bei Pamukkale. Also hier erlebt ihr nicht nur die Kalksteine, auch ein bisschen Geschichte, was ich liebe. Und hier geht es weiter. Aber da darf man halt nicht lang. Ja, also da ist es verboten, nur am Gehsteg. So, dann gehen wir mal einmal raus.
So, ich würde mich von euch verabschieden. Es war super. Es war atemberaubend. Pamukkale in Denizli. Also es ist ein Must-Have für diejenigen, die auf Reisen so wie ich auch stehen und neue Sachen erleben möchten. Wie schon davor erwähnt, in Pamukkale war es schon, aber es sind schon einige Jahre her. Es war auch eine gewisse Zeit auch restauriert, da durfte man gar nicht rein. Ja, jetzt ist wieder alles offen, auch für die Touristen zugänglich und das ist das Gute. Ich habe aber auch gemerkt, es ist sehr, sehr sauber. Die achten wirklich auf die Struktur, auf die generell auf die Sauberkeit, dass auch jeder keine Sandalen oder Schuhe oder desgleichen anzieht, ja, bei den Kalksteinen, damit man ja die Gegebenheit, die Struktur da nicht beschädigt. Ja, genau. Vielen Dank, wie gesagt, und bis zu meiner nächsten Reise. Euer Barisch. Bye, bye. Hört ihr das? Was? Auf einmal Stille. Ich glaube, die Grillen hören uns jetzt zu.